Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Heute kochen wir ein schnelles Gericht, gebratene Champignon mit Fleischfüllung. Na, dann los! Die Fleischfüllung vorbereiten. Hier habe ich 100 Gramm Schweinehackfleisch in der Schale. Zuerst Lochzwiebel fein hacken, ein paar Ingwerscheiben schneiden, dann fein hacken. Garnelen klein schneiden, dann hacken. Die Fleischfüllung würzen. Bisschen 5 Gewürzepulver, ein wenig Salz, 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Maggi-Würze, 2 Teelöffel Stärke. Zusammen vermengen, 3 Esslöffel Geflügelfond oder Wasser. Die Fleischfüllung richtig mit Kraft tüchtig vermengen, bis eine homogene Masse entsteht. Den Stiel von Champignon abknicken, die Füllung ins Champignon-Töpfchen rein, dann festdrücken. Wir nehmen einen Brokkoli, den Kopf mit den Röschen vom Strunk abschneiden und dann den Kopf in möglichst gleichmäßige Röschen aufteilen. 3 Teelöffel Stärke, mit 50 ml Wasser gut vermengen. Die brauchen wir zum Schluss, um die Soße anzudicken. Den Brokkoli ins kochende Wasser rein. 5 bis 10 Minuten nach Geschmack garen. Mit dem Messer stechen und testen, wie fest das Gemüse ist. Brokkoli aus dem Topf ins kalte Wasser abschrecken und dann abtropfen. Ein Schuss Öl in die heiße Pfanne. Champignon mit der Füllungsseite nach unten in die Pfanne anlegen und andrücken. Eine Weile braten. Und umdrehen. Dann weiter braten. 200 ml Geflügelfond oder Wasser in die Pfanne gießen. Warten bis es kocht. Halb Teelöffel Salz, 1 Teelöffel dunkle Sojasauce, 1 Esslöffel Maggi-Würze, die Stärke hat sich mittlerweile im Wasser niedergeschlagen. Bevor die in die Pfanne kommt, muss noch kräftig gerührt werden. Die Mischung vorsichtig nach Bedarf in die Soße einfließen, je nachdem, wie sich die Soße bindet. Fast bei jeder Esskultur gibt es diese Kochmethode, Hackfleisch in das Gemüse zu füllen. Es ist einfach und schnell zuzubereiten. Es schmeckt nicht nur gut, es ist auch ein Hingucker. Viel Vergnügen für die Champignon-Liebhaber. Bis dann!